We don't know where he came from. Kingmakers ist auf den ersten Blick ein hübsches RTS im Mittelalter mit abartigen Massenschlachten, was ja schon mal cool ist. Who grew us into an empire. I don't know where he's from. Aber dann passierte das. Already dead. Und mit heruntergeklappter Kinnlade hatte der Titel plötzlich meine volle Aufmerksamkeit. Also nochmal von vorne. What the fuck? Wie geil ist das denn? Das war zumindest meine erste Reaktion. Kingmakers ist also ein Zeitreisespiel, welches diverse Genres zusammenmixt. So ist es zum einen ein RTS, zum anderen aber auch ein Shooter und irgendwie auch ein Aufbaustrategiespiel. Irgendwann in der Zukunft steht die Menschheit mal wieder am Abgrund, worauf ihr als Spieler 500 Jahre in die Vergangenheit geschickt werdet, um im mittelalterlichen England den Lauf der Geschichte zu ändern. Kingmakers schickt euch also mit modernen Waffen alleine gegen eine Armee von Rittern in den Kampf und erfüllt damit wahrscheinlich etliche Kindheitsfantasien, wie es wohl ausgesehen hätte, wenn man damals moderne Waffen in so eine Schlacht eingebracht hätte. Damit aber nicht genug, kommandiert ihr selbst auch tausende von Truppen und wechselt so wahlweise zwischen ISO und Third-Person-Perspektive hin und her, um auch selbst mitzukämpfen. Dabei möchte der Titel auch direkt neue Maßstäbe beim Einheitenlimit setzen und die Unreal Engine ans Limit bringen, um so richtig für Chaos sorgen zu können und so eure Kinnlade wahrscheinlich schon wieder gen Boden schießen zu lassen. Damit das möglich ist, kommt eine selbstentwickelte Multi-Thread-KI zum Einsatz, die alle Entscheidungen sowie die Wegfindung und Loyalität der Truppen kontrolliert. Euer zeitreisender Charakter selbst verfügt gegen die Massen an Schwertkämpfern, Bogenschützen, Axtschwingern oder berittene Kavallerie über eine AK-47, diverse Sturmgewehre, Schrotflinten, Granatwerfer, gepanzerte SUVs, Motorräder, Kampfhubschrauber und kann sogar in bester Battlefield-Manier Luftschläge anfordern. Ja, und warum findet der Patrick das Ding jetzt so geil? Na, weil er in den Kampfpausen eure eigene Burg aufbaut und so zum Beispiel eine Schmiede platziert oder Mauern und Türme für strategische Verteidigung à la Stronghold plant. Obendrauf funktioniert das Ganze auch noch im Koop mit bis zu 4 Spielern, in denen jeder Mitspieler nicht nur moderne Waffen, sondern direkt seine eigene Ritterarmee mitbringen darf. Das 20-köpfige Team von Redemption Road Games entwickelt das Spiel bereits seit 4 Jahren im Geheimen und kann uns daher tatsächlich schon dieses Jahr den Start in die Early Access Phase versprechen. Vor Release möchte man euch dann noch mit Playtests und einer Demo überzeugen und hat nicht nur deshalb Potenzial für ein weiteres Highlight in diesem Jahr. Ich bleib natürlich dran und werde berichten. Also gerne Abo da lassen, wenn ihr Bock drauf habt und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.